Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier aus der Aquarellwerkstatt. Heute gibt es wieder ein Motiv zum Träumen von mir. Ich male ein Fischerboot, das in einem Hafen auf einer griechischen Insel im Wasser liegt. Meine heute verwendeten Materialien sind folgende Farben: Lichter Ocker, Sienna gebrannt, Kobalt-Türkis Light, Zylinblau, Kobaltblau von der Firma Winsor & Newton, Ultramarin Feinst, Perilane Green von der Firma Schminke, Neutraltinte und Permanent Alizarin-Karmesin von Winsor & Newton. Ich arbeite auf Baumwollpapier der Firma Arches, 300 Gramm Graphit. Das Format ist etwas größer als DIN A4. Ich male mit den Pinseln aus meiner eigenen Pinselkollektion, und zwar mit dem Eichhörnchenhaarpinsel in der Größe 12, dem Rotmalerhaarpinsel in der Größe 10 und zum Auswaschen verwende ich den synthetischen Flachpinsel in der Größe 10. Das Referenzfoto und auch meine Skizze stellen wir wie immer für die Unterstützer unseres Kanals auf der Steady-Seite zum Herunterladen bereit. Über die Möglichkeit einer Mitgliedschaft bei Steady, um unseren Kanal hier zu unterstützen, kannst du dich unter dem Video informieren. Dort gibt es einen Link, Steady, deine Unterstützung. Da einfach mal draufklicken und dich über die verschiedenen Pakete informieren. Himmel und Berge mache ich zunächst mit klarem Wasser nass. Hier möchte ich gleich sehr weiche Verläufe erzielen. Mit einer Mischung aus Kobaltblau, Alizarin Karmesin und etwas Sienna gebrannt mische ich mir eine Farbe für den Wolkenschatten und trage hier die entsprechenden Flächen ein. Mit Kobaltblau und einer etwas cremigeren Mischung setze ich dann das Himmelsblau in die Zwischenräume. Dabei achte ich darauf, dass hier an einigen Bereichen das Papierweiß auch stehen bleibt. Der Pinsel sollte jetzt relativ trocken sein, damit es weiche Verläufe gibt, aber die Farbe nicht noch auf dem Papier zu sehr fließt. Das Papier ist immer noch ein bisschen feucht und ich setze jetzt die Berge in die Himmelsfläche hinein. Hierfür verwende ich Lavendelblau und den Rest Himmelsmischung für die hinteren, weit entfernten Bergketten. Und arbeite nach vorne hin mit mehr Blau, Kobaltblau jetzt hier und Alizarin-Karmesin und auch ein bisschen Kobalt-Türkis Light und Neutraltinte in die Mischung hinein. Mit etwas Perilane Green in der Mischung setze ich noch eine dritte dunklere Ebene hier ans Ufer. Das Ganze immer schön auf nassem Papier, sodass weiche Verläufe entstehen können. Nun föhne ich diesen Bereich. Ich werde jetzt gleich das Wasser als helle Schicht über den gesamten unteren Bereich des Bildes geben und damit nicht zu viel von dem Bleistiftstrich in der Wasserfläche zu sehen ist, radiere ich vorsichtig einige dicke Striche aus. Dabei muss ich natürlich aufpassen, dass ich nicht das ganze Boot eliminiere, sodass ich nachher das Boot im Wasser nicht mehr wiederfinde. Das wäre schade. Das Boot ist ja bis auf ganz wenige Teile dunkler als das Wasser. Hier können wir das gut sehen. In der schattigen Seite hier unten ist es dunkler als der Tonwert des Wassers. Deswegen werde ich das Boot im zweiten Farbauftrag dann auf die Wasserfläche aufsetzen. Nur hier oben die sonnenbeschienenen Stellen versuche ich jetzt beim Farbauftrag des Wassers freizulassen, denn hier haben wir einen helleren Tonwert als das Wasser. Das Wasser male ich mit einer Farbmischung aus Himmelsblau, das ist bei mir Kobaltblau, etwas Kobalt-Türkis Light,
Ein wenig lichter Ocker kommt später mit hinein und auch etwas Sienna gebrannt. Zum unteren Bildrand hin wird das Wasser eine Tonwertstufe dunkler. Ich beginne am Horizont sehr hell und versuche auch mit schnellen Pinselstrichen einen aufgerissenen Pinselstrich zu erzeugen, um so ein bisschen Glitzern auf dem Wasser anzudeuten. Weiter geht es mit Blau und etwas Alizarin gemischt. Gut, das ist jetzt eine sehr helle Farbe, deshalb spare ich bei dem Boot jetzt nichts aus. Es würde auch jetzt einfach zu fummelig werden. Jetzt kommt etwas lichter Ocker mit in die Mischung hinein. Oder hier etwas Cadmiumgelb für einen leichten Grünstich, aber nur wenig. Und wieder Cobalt Light. Und Blau. Jetzt gebe ich ein paar Spritzer mit der Sprühflasche in die Fläche und setze einige dunkle Wellenspuren mit viel Pigment und der Farbe Kobaltblau, Alizarin, Karmesin und etwas Sienna gebrannt in den vorderen Bereich meiner Wasserfläche. Diese Wellenbewegungen werden nach hinten hin kleiner, zarter und auch enger zusammen. Falls es hier harte Ränder gegeben hat, kann ich mit dem trockenen Hake-Pinsel die ganze Geschichte hier etwas anweichen und die Übergänge noch weicher gestalten. Vorsichtig mit dem trockenen Pinsel über die Flächen ziehen, dann kann man das Pigment ein bisschen weicher auf dem Blatt verteilen. Das Ganze wird jetzt trocken geföhnt. Mit Sienna gebrannt und Ultramarinblau füge ich hier im mittleren Bereich eine Hafenmauer quasi ein. Hier liegen ein paar Steine im Wasser. Und es gibt eine kleine Hafenmole, an der dann auch Schiffe verteut sind, die wir aber nicht mehr richtig sehen können. Ich werde hier dann nur einige Masten malen. Für das Boot hole ich jetzt zunächst die hellen Stellen aus der Wasserfläche heraus. Das ist einerseits hier oben das Dach und ein paar helle Bereiche gibt es noch hier oben auf dem Bootsrumpf. Auch die kleinen Masten hier im mittleren Bereich kann ich noch aus der Fläche gleich herausholen. Das soll wirklich nur so eine Hafenszenerie andeuten hier und noch einmal vertikale Akzente ins Bild bringen. Mit Lavendelblau und Resten hier von meiner Mischung von vorhin male ich jetzt hier zunächst das kleine Boot auf der linken Seite. Das schiebt sich so seitlich hier ins Motiv hinein und dient der Wiederholung des Themas Boot, soll aber relativ unauffällig bleiben. Mit Kobaltblau male ich jetzt hier in meinem Hauptdarsteller im Bild die entscheidenden
Bereiche. Ein bisschen variieren mit Ultramarin, dass nicht das Blau so gleich bleibt. Und auch mit etwas Cobalt-Türkis Light. Jetzt kommt der Bootsrumpf mit einer relativ dunklen Mischung aus Blautönen und kühlem Rot. Hier auf der linken Seite etwas heller, weil es hier eine Lichtreflexion vom Wasser gibt. Und auf der rechten Seite wirklich schön dunkel und relativ nass. Farbe wird variiert mit Sienna gebrannt. Und hier hinten hält es sich ein wenig auf, wieder wegen der Reflexion von der Wasseroberfläche. Im unteren Bereich des Bootes lege ich jetzt noch einmal mehr Pigment und Wasser hin. Hier möchte ich gleich die Spiegelung anfügen und freue mich, wenn es da einen weichen Verlauf gibt. Für die Spiegelung mische ich mir Cobalt-Türkis Light, Neutraltinte und ein bisschen Blau dazu. Und gehe, solange wie der Bootsrumpf noch nass ist, hier jetzt in die Fläche hinein. Unter dem Boot gibt es einen extra dunklen Akzent. Das ist der Schlagschatten, der direkt unter dem Boot sitzt. Auch er wird jetzt hier in die noch nasse Fläche eingearbeitet. Ein paar kleinere verbindende Wellenbewegungen setze ich hier ins Wasser hinein. Auch das zweite Boot braucht eine kleine Spiegelung und auch hier unter diese Steinmauer möchte ich noch die Spiegelungsfarbe setzen. Ich mische wieder Cobalt-Türkis Light mit Neutraltinte und etwas Blau. Hier kommt später noch eine Boje hin. Und hier auch die leichte Spiegelung. Ein paar kleine, ganz zarte Linien hier für Wasserbewegungen im mittleren Bereich setze ich jetzt mit der Spiegelungsfarbe. Im Boot fehlen jetzt noch ein paar dunkle Details. Mit Ultramarinblau und etwas von dem dunkel angemischten Schlagschatten, von der Farbe des Schlagschattens des Bootes, male ich jetzt hier diesen Bereich noch etwas dunkler. Das ist auf meinem Referenzfoto gut zu erkennen, dass es hier nochmal einen extra Schatten gibt.
So, die typische rote Zierleiste ist auf dem Referenzfoto ja sehr dunkel hier. Ich verwende jetzt die Farbe Alizarin Karmesin, ein bisschen Cadmiumrot mit hinein und auch die Reste von der Blaumischung. Und trage mit relativ trockenem Pinsel und schnellem Strich hier diese Farbe ein. Und darunter gibt es noch einen kleinen blauen Strich, eine blaue Holzzierleiste. So, jetzt habe ich noch 2 Bojen zu malen. Eine hier auf dieser Seite und eine kleinere hier. Das dient nochmal der Möblierung der ganzen Szenerie und der Blickführung so ein bisschen. Es soll ja so eine Diagonale entstehen hier, um das Auge des Betrachters zu lenken. Ich verwende jetzt hier für diese Boje ein gebrochenes Rot. Links etwas heller, rechts etwas dunkler. Und füge gleich die Spiegelung an, wieder mit Kobalttürkis Light und Neutraltinte. Wieder ein kleiner Extra-Akzent unten drunter. Und die Boje selbst kann man auch wieder ein bisschen hier aufhellen im unteren Bereich, um die Lichtreflexion vom Wasser anzudeuten. Die zweite Boje liegt hier, das heißt, hier gibt es sogar noch 2 Bojen. Auch wieder mit einer kleinen Spiegelung versehen. Für das Boot möchte ich hier noch ein Seil einfügen. Ich löse hier ein bisschen Farbe an und ziehe mir mit einem schwungvollen Strich diese Form hier aus der Farbe jetzt hier wieder heraus. Und der schöne Effekt ist, dass es jetzt hier heller wird als das Wasser und hier ist es, dadurch, dass ich hier die Farbe rausgezogen habe, dunkler als das Wasser. Und im Grunde genommen reicht es so schon als kleine Verbindung vom Bildrand zum Boot hin aus. Man könnte jetzt aber auch noch, zeige ich gerne, hier einen kleinen Schatten unter das Seil setzen. Wenn man möchte, kann man noch eine kleine Spiegelung hier einfügen vom Seil. Ist auf meinem Referenzfoto jetzt nicht zu sehen, aber schadet dem Motiv nicht. Und hier vielleicht noch ein zweites Seil, welches einfach unten ins Wasser hängt. Auch das mit wenig Aufwand aus der Fläche wieder herausgewaschen. Ein paar helle Formen wasche ich auch aus der Spiegelung hier noch heraus. Das macht die ganze Sache ein bisschen weicher und bettet es noch besser ein in das Gesamtbild. Für mich ist immer erstmal wichtig, dass die Spiegelung eine geschlossene Form darstellt. Das können wir mit einem Blick auf unserem Referenzfoto noch mal gut sehen. Das ist auch eine sehr dunkle Form, eine geschlossene Form, die nur an den Rändern ausfranst sozusagen. Und das kann ich jetzt hier noch ein bisschen mit dem Flachpinsel auswaschen. So, das war mein Urlaubsmotiv heute für dich. Ich hoffe, du hast Spaß gehabt am Zuschauen. Ich freue mich wie immer über einen Kommentar oder über einen Daumen hoch unter dem Video. Und wenn du möchtest, bin ich hier am nächsten Samstag wieder für dich da mit einem neuen Film zum Thema Aquarellmalerei. Tschüss, bis dahin.